Moin zusammen! Vor kurzem hat Yamaha die neue MT-09 vorgestellt. Tja, und das Internet so? Meine Güte, da haben die aber auch ein polarisierendes Design rausgehauen. It's alive! It's alive! Der Zyklopenscheinwerfer spaltete sofort die Fangemeinde. If COVID-19 were a motorbike, please fire the guy who decided to put this design over the previous one. Front end looks like grasshopper got Chernobyl radiation. People, let's destroy the dislike button. Nur die wenigsten spricht das Design auf den ersten und zweiten, dritten Blick an. Und ich gehöre auch dazu. Ist nicht so mein Geschmack und erinnert mich irgendwie an Pathfinder aus Apex Legends oder Shockwave aus Transformers 3. Außerdem hat mir die KTM 96 Duke vor über 12 Jahren auch schon nicht gefallen, mit der die MT-09 deutliche Ähnlichkeit hat. Doch ich und viele andere behaupten, es liegt nicht ausschließlich am Design der Front. You said I was crazy. Bevor wir uns aber auf das offensichtlichste Corpus Delicti stürzen, schauen wir uns doch mal den grundsätzlichen Aufbau im Vergleich zum Vorgänger an. Dieser wurde noch aus deutlich geschwungenen Formen geschaffen. Hier, hier und hier. Das 2021 Modell ist da deutlich konservativer aufgebaut. Da spricht grundsätzlich erstmal nichts dagegen, wenn sie es denn konsequenter durchgezogen hätten. Die Front folgt nicht den Linien des restlichen Motorrads und bricht aus. Aber warum ist das so? Das weiß nur Yamaha. I made it with my own hands from the bodies I took from graves. Aber wir können uns ja mal auf Spurensuche begeben. Erstes Indiz, der neue Rahmen. Seht ihr, wie tief der Lenkkopf im Vergleich zum Vorgänger gewandert ist? Außerdem ist er deutlich sichtbarer und somit prägender für die Seitenlinie als zuvor. Dadurch musste Yamaha kürzere Federbeine verbauen, was zu einer tiefer sitzenden Gabelbrücke führt. Grundsätzlich auch kein Problem, wenn man eine aggressive Geometrie und Körperhaltung, wie zum Beispiel bei meiner geliebten Monster, anstrebt. Man muss nur einen Blick auf die Lenkerposition werfen. Nicht aber Yamaha. Deren angestrebte Sitzposition für die MT-09 war und ist eine aufrechte. Sit down. Und um ganz ehrlich zu sein, war ich nie ein großer Fan von dieser Haltung. Moment, löscht eure Fackeln. Lasst es mich kurz erklären. Das Design der MT-09 fand ich immer klasse. Mir ist die Geometrie aber zu sehr auf Supermoto gemacht. Der Lenker ist mir zu hoch und bei meinen 1,86 zu sehr entgegengeneigt. Aber hey, alles Geschmackssache. Back to business. Weil sie die Lenkerhöhe im Vergleich zum Vorgänger offensichtlich beibehalten wollten, mussten sie diese absurd großen Riser montieren. Das kenne ich sonst nur von Reise-Enduros. Für mich riecht das nach einem schlechten technischen Kompromiss. Jetzt können sie ja schlecht die Lichtmaske mit TFT nach unten montieren, weil man dann nichts mehr sieht. Also wanderte das ganze Geraffel nach oben ins Sichtfeld des Fahrers. Zeit, das mal in Ordnung zu bringen. Runter damit und an die Linienführung angleichen. Dann bin ich mir sicher, die finden auch eine bessere Stelle für das Geraffel hier unten. Und weg mit den schrecklichen Risern. Runter mit dem Lenker. Ne, schon viel besser. Nochmal fix in der Ansicht. Über das Design des Scheinwerfers lässt sich ja streiten. Auch schon beim Vorgänger. Das Insektenhafte gefällt halt auch nicht jedem. Oder die plattgedrückte Stirn. Aber wenn man mich fragt, bei der zerklüfteten Stirn des 21er Modells, wirkt es so, als ob da ein Stück Verkleidung abgeflogen ist. Da fehlt doch was. Da muss noch ein kleines Windschild dran. Etwas Lack. In meinen Augen ein Zubehör, das sich jeder kaufen wird. Die restlichen Anmerkungen sind eher kosmetischer Natur. Schade, dass der wunderschöne Krümmerschwung der 3-in-1-Anlage anscheinend der Euro 5-Norm zum Opfer gefallen ist, aber dann ist das halt so. Ich finde, das Bike ist aber grundsätzlich sehr monochrom gestaltet worden. Alles ist halt so schwarz in schwarz in schwarz und es gibt weniger Kontraste als zuvor. Kotflügel und Kühlerverkleidung können meiner Meinung nach etwas Lack vertragen.
persönlich liebe ja diesen Bronzeton, der Teile des Motors abhebt. Also her damit. Und was zum Teufel ist eigentlich dieses komische Ding mit den Kühlrippen? Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber haben die da echt keinen Platz mehr für gefunden und es außen einfach dran geklebt? Weg damit. Und ich glaube, Yamaha geht es nicht so schlecht, was diesen billigen Plastikbremsbehälter rechtfertigt. Also her mit dem alten. Fertig. So sieht der Hobel doch gleich viel besser aus. Und an das Zyklopenauge im Rückspiegel kann ich mich dann bestimmt auch noch gewöhnen. Was haltet ihr denn vom Design der MT-09 und meinen Korrekturen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne nochmal ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Thank you, gentlemen. The class is dismissed.